Also nach der Erfahrung von 2 Filmen haben wir uns natürlich immer wieder weiterentwickelt, auch technisch. Und da haben wir natürlich ein paar Neuerungen mit reingebracht. Also einfach mit stabilisierten Gimbal, mit Kamerakran. Das war schon teilweise sehr aufwendig. Wir hatten ja viele Highlights auch, weil wir gesagt haben, wir würden gerne bei so einem Langspielfilmprojekt, was ja jetzt was anderes ist wie die Reware-Reihe, haben wir gesagt, wir würden gerne, wenn wir Effekte nutzen, das alles sehr punktiert machen. Denn jede neue Technik zur Inszenierung einer Idee oder Szene ist einfach per se schon mal spannend, die selbst auszuprobieren und dann als Proof of Concept zeigen zu können, dass es auch wirklich funktioniert. Also was für mich noch besonders war, war der Dreh im Auto, den wir auch nachgedreht haben, weil das vor so einer Videoprojektion war und das hatte für mich hat das so ein ganz besonderes Flair gehabt. Für verschiedene Autoszenen haben wir eine Rückprojektion gemacht. Das bedeutet, dass wir quasi durch ein Auto gefilmt haben und hinter dem Auto nicht wirklich gefahren ist, das Auto, sondern eben hinter dem Auto wurde mit Beamer eine Projektion erzeugt von vorbeifahrender Landschaft. Da war das alte mystische Buch, ein Glaskasten aus Plexiglas, glaube ich, und ein Laserstrahl, der dieses Buch abgescannt hatte. Und das hatte so einen Mystery Science-Fiction-Vibe. Das hat einfach Spaß gemacht. Diesmal waren auch mehr Spezialeffekte dabei, also nicht nur meine eigenen, sondern auch, wir hatten Laser, wir hatten Schnee, es hat auf einmal geschneit. Wir haben natürlich auch so ein paar spooky 80er-Effekte benutzt, gerade wenn die tote Tochter von Victoria da auftaucht, die Vanessa, gespielt von der Hannah Böcher, haben wir dann gesagt, okay, wir hätten gern so eine Art Wassereffekt, so einen blauen Effekt, der auch wieder so für das Portal steht. Dass die Special Effects so weit gingen, dass mein Charakter einen Treffer abbekommt am Arm und das Ganze durch die Maskenabteilung sehr, sehr gut vorbereitet wurde. Hinter mir stand die Denise. Und ich drücke auf das Knöpfchen, damit einfach per Luftdruck das Blut rausschießt. Was ging denn alles schief? Also um ehrlich zu sein, ging sehr viel schief. Wir hatten natürlich auch Herausforderungen während der Drehzeit, dass mal ein Kabel kaputt gegangen ist, also ein ganz besonderes Kabel, jetzt nicht einfach ein Kabel, von dem man halt ganz viele hat, sondern so ein sehr spezielles Kabel. Das war schon so ein Moment, wo du im ersten Moment eigentlich nicht wusstest, soll ich jetzt lachen oder weinen. Wir haben es ja hinbekommen, weil wir einfach Vollprofis sind und haben das alles so ein bisschen umgestrickt. Es kam dann auch irgendwie ein neues Kabel, aber halt tatsächlich irgendwie 2-3 Tage später. Was einen natürlich schon innerhalb der Produktion einfach dann auch einschränkt, weil man am nächsten Tag eben keine Shots mit dem Gimbal machen kann, obwohl vielleicht welche geplant waren. Dass wir bei, ich glaube, -2 Grad in der Kapelle gedreht haben und mein Haarspray ist einfach eingefroren und ich konnte leider keine Fliegehärchen mehr wegsprayen oder irgendwas machen, da leider nichts mehr rauskam. Auch da habe ich auch eine Wunde geschminkt und hatte so Scratch Blut dafür gehabt und das war auch fast eingefroren. Und dann passieren noch so Sachen wie, dass du abends heimkommst und guckst du auf die Daten und siehst dann, okay, der Drehtag ist weg, die Festplatte ist kaputt. Hallo Max, wir haben tolle Aufnahmen von dir gemacht, war alles super. Leider ist die Festplatte nicht mehr lesbar. Dann denkt man erstmal Katastrophe. Du musst dir halt auch vorstellen, wir sind ja keine Vollaffen. Ja, ich meine, wir sehen ja, ob da ein rotes Licht blinkt und nicht nur wir sehen das, sondern auch der Regisseur sieht das und es ist ja auch alles cool. Du guckst dir die Szenen ja auch abends nochmal an. Du drehst eine Szene, dann guckst du dir nochmal an und das haben wir auch alles gemacht. Das hat auch alles wunderbar funktioniert. Oh. Das ist ein bisschen bitter, weil wenn so eine Festplatte abbraucht, das ist einfach ein ganzer Tag, aber einfach weg. Alles, was wir an dem ganzen Tag gedreht haben, war futsch. So, das sind Sachen, mit denen kannst du nicht rechnen, mit denen rechnest du auch nicht. Warum auch? Die schickst du ins Labor ein. Das kostet Unmengen an Zeit und Geld und auch Nerven, weil wenn du das nachdrehst,
das ist mindestens genauso teuer. Falls du wieder die Genehmigung kriegst, wir waren mitten im Winter, du kannst dann nicht irgendwann im April sagen, ach, wir simulieren jetzt hier irgendwie Januar oder wir simulieren Schnee oder kahle Landschaften, das funktioniert alles nicht mehr. Ja, als der Anruf kam, dass wir nachdrehen müssen, weil gerade das Finale im Rohschnitt nicht überzeugen konnte, wie wir es uns geplant haben, war natürlich erstmal so ein kalter Schweiß läuft den Rücken runter Moment. Und dann kam einfach ein Kostüm abhanden. Also das Kostüm war einfach, es war weg. Es wurde nicht mehr gefunden. Wir wissen nicht genau, wurde es geklaut, wurde es entwendet, ist es verloren worden. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es wahrscheinlich jemand mitgenommen hat, ist sehr hoch. Und dann guckst du in deinen Drehplan und siehst, du brauchst das Kostüm noch 3-4 Mal. Dreharbeiten ohne Katastrophe, da würde irgendwas wird nicht stimmen. Da wäre wirklich was faul, sag ich mal.